Hallo und willkommen zu einer neuen Tour von Arco nach Molveno im Trentino. Auf dem Hinweg schauen wir uns die Sarka-Schlucht etwas genauer an. Nach der Mittagspause am Fuße des Brenta-Massivs fahren wir durch malerische Bergdörfer, die hoch über dem Gardasee liegen, zurück nach Arco. Steigt auf und genießt mit uns diese unglaublich schöne 100 Kilometer lange Strecke. Wir starten wieder in Arco und fahren die ersten 20 Kilometer an der Sarke entlang. Im Ort Sarke biegen wir auf die Via Caraffo ab, die direkt in die Sarka-Schlucht führt. Die schönen Serpentinen führen uns an mächtigen Felsen vorbei, 300 Meter nach oben. In der nächsten Kurve ist die historische Landstraße erkennbar. Sie ist heute ein Rad- und Fußweg mit Erlebniswert. Rechts liegt die wilde Sarka-Schlucht, die auch als Limaro-Schlucht bekannt ist. Die grazile und 86 Meter hohe Ponte di Servi ist in die Jahre gekommen. Italienischen Quellen zufolge soll sie nicht mehr ganz sicher sein und einige Einheimische wollen sie auch nicht mehr benutzen. Dass Teile der Brücke sogar schon in den Fluss gefallen sind, haben wir aber erst im Nachhinein erfahren. Unser Eisenross wartet wie immer ganz geduldig auf uns. Wir fahren weiter auf der Staatsstraße Richtung Villa Banale. Der Ort mit dem ulkigen Namen hat etwa 250 Einwohner. Dorsino liegt am Rand des Naturparks Adamello Brenta. Die Ortschaft befindet sich auf einer Moränenterrasse, die durch eine Gletscherzunge während der Eiszeit gebildet wurde.
San Lorenzo ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ein ausgezeichnetes, hübsches Dorf. Der italienische Touring-Club hat es nämlich in die Liste der schönsten Ortschaften Italiens aufgenommen. San Lorenzo bietet zudem allerhand Freizeitmöglichkeiten. Skigebiete sind von hier aus gut erreichbar. Naturfreunde finden hier eine nahezu perfekte Region für zahlreiche Aktivitäten vor. An dieser Stelle kann man beispielsweise bei unvorsichtiger Fahrweise einen Freifall von über 300 Metern ergattern. Der kleine Lago di Nebbia liegt inmitten einer Naturoase, deren artenreiche Tierwelt noch intakt ist. Der Lago di Molveno entstand durch einen riesigen Felssturz vor etwa 3000 Jahren. Der tiefblaue See ist etwa 4,4 Kilometer lang und bis zu 124 Metern tief. Der Natursee wurde mehrmals hintereinander zum schönsten See Italiens gewählt. Bald erreichen wir den Urlaubsort Molveno, der von der Bergkette der Brenta-Gruppe perfekt eingerahmt wird. Das schön gelegene Dorf am nördlichen Ufer ist ein erstklassiger Urlaubsort, der komplett auf Nachhaltigkeit setzt. Nach der Mittagspause machen wir uns auf die nächste Etappe und genießen dabei den unvergesslichen Anblick dieses einmaligen Bergsees.
Wir fahren in Richtung Ponte Arce, das in einem herrlichen Tal liegt. Ponte Arce hat seinen Namen von einer alten Brücke über den gleichnamigen Fluss. Die Gegend rund um das Dorf eignet sich hervorragend für Wanderungen und bietet fantastische Panoramen. Lomaso befindet sich auf einem Hochplateau und lebt seit Menschengedenken von Landwirtschaft und Viehzucht. Die Tallandschaften nordwestlich des Gardasees bis zum Adamello-Massiv werden Judikarien genannt. Der für Motorradfahrer unscheinbare Balino-Pass wird von Radfahrern sicherlich in den Beinen wahrgenommen. In Balino haben viele Einwohner deutschsprachige Vorfahren, die nach der Pest von 1630 einwanderten. So wurden die Lücken, die der Schwarze Tod verursacht hatte, wieder aufgefüllt. Auf 570 Metern Höhe taucht links von uns der Lago di Tenno auf. Er wurde im 12. Jahrhundert durch einen Hangrutsch aufgestaut. Die schöne Aussicht ins Valle di Magnone verlangt nach einem Stopp. Ganz unten im Tal kann man Riva del Garda gerade noch erkennen. Der Gardasee dagegen ist nur zu erahnen. Im Dorf Tenno erkennt man noch das weithin sichtbare Castello. Diese Terrassenfelder werden seit Jahrhunderten bewirtschaftet. Ville del Monte ist ein weit verstreuter Ortsteil der Gemeinde Tenno. Das Dorf kann nur auf einer kurvenreichen, aber gut ausgebauten Straße erreicht werden. Tenno ist mit über 2000 Einwohnern der Hauptort des Tales. Die exponierte Lage war entscheidend für die Errichtung der Höhenburg. Im Jahr 1460 wurden Verschwörer, die die Burg in ihren Besitz bringen wollten, gevierteilt und vor dem Burgtor zur Schau gestellt. Hoffentlich ereilt den heutigen Besitzer, einen bekannten deutschen Postvorstand, nicht das gleiche Schicksal.
Bei der Talfahrt wird der Kontrast zwischen alpiner Berglandschaft und mediterraner Vegetation sehr deutlich. In Colonia erkennt man an den verschachtelten Häusern den typischen Trentiner Baustil. In Riva angekommen, werden wir Zeuge eines Beinahe-Unfalls. Achtet auf das rote Fahrzeug. Das war knapp. Der Rollerfahrer hat geistesgegenwärtig reagiert. Mit leicht erhöhtem Puls legen wir die letzten Kilometer bis Arco zurück. Unverletzt den Tag zu überstehen, ist ja auch ein wichtiges Ziel. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen hoch da oder abonniert den Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.